68 Comeback Special. It's sort of the first step towards control of his own destiny. Here's Elvis Presley. War das legendäre 68 Comeback Special von Elvis Presley aus dem Jahr 1968 wirklich ein Comeback? Oder vielleicht auch nicht? Herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Zuschauer, rechtzeitig zum Start einer spannenden Doku auf Netflix, die am 13. November anläuft, habe ich für euch heute mal eine Frage aufgeworfen und ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare. War das 68 Comeback Special wirklich ein Comeback? Gebracht hat mich auf diese Idee ein kleines Interview, das ich in Bad Nauheim geführt habe mit der Ikone der deutschen Elvis-Fanszene, mit Helmut Radermacher. Er hat nämlich Folgendes gesagt. 68 war das sogenannte Comeback. Comeback sagt man, obwohl es nicht stimmt. Wie war das nochmal? 68 war das sogenannte Comeback. Comeback sagt man, obwohl es nicht stimmt. Okay, er hat auch noch die Frage gleich selbst beantwortet, aber diese Antwort stelle ich nochmal kurz zurück. Denn wie gesagt, beteiligt euch in den Kommentaren. Seht ihr das 68 Comeback Special wirklich als ein Comeback oder war Elvis Presley möglicherweise gar nicht weg? Darum soll es heute gehen. Gleich nach dem Intro geht's los. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Elvis Presley. Ja, das 68 Comeback Special hat ja für Elvis Presley tatsächlich einen neuen Schwung gebracht, so möchte ich es mal formulieren, in seine Karriere. Steve Binder, der Produzent, hat Elvis zu einem Vorgespräch sozusagen empfangen oder besser gesagt, Elvis hat Steve Binder zu einem Vorgespräch empfangen. Lassen wir mal Steve Binder selbst erzählen, was Elvis gefragt hat. And he says, "What do you think of my career now?" And I was kind of off the cuff and probably bad taste, but I said, "Elvis, I think your career's in the toilet." And he laughed and he said, basically, finally somebody's telling me what's reality in life. Zweifellos war also in der öffentlichen Wahrnehmung Elvis' Karriere ramponiert, zumindest bei Musikexperten wie Steve Binder einer war, der ja schon großartige Fernsehspecials produziert hatte, wie zum Beispiel die TAMI Show aus dem Jahr 64 mit so legendären Rockgrößen wie James Brown oder auch den Rolling Stones. Ja, und er war eigentlich der richtige Mann für NBC, um dieses Special zu produzieren. Denn es gibt in der ganzen Karriere von Elvis, auch in den 60er Jahren, kein einziges Jahr ohne Hit. Spannende These, wie ich finde, dass Elvis tatsächlich jedes Jahr einen Hit hatte. Wir wollen mal überprüfen, ob diese Aussage von Helmut Radermacher auch wirklich stimmt. Dazu muss man ein bisschen sich auf etwas einigen. Ich sage mal, die meisten Journalisten, Rockjournalisten, wie auch immer, bezeichnen einen Hit dann als einen solchen, wenn er die Top 40 erreicht in den Billboard-Charts. Dazu muss man wissen, dass in den USA die Billboard-Charts gezählt werden von 1 bis 100 und die ersten 40 bezeichnet man als die Top 40. Das sind die sogenannten Hits. Dann gibt es natürlich noch die Top 20 Hit, das ist dann ein großer Hit. Dann gibt es die Top 10, das ist dann ein sehr großer Hit. Und dann gibt es noch die Top Hits, das sind die Number One Hits. Ja, und so ist das gestaffelt. Das heißt, wir werden jetzt mal bei Elvis den Maßstab anlegen von Platz 1 bis Platz 40 und wir gehen mal den Zeitraum durch, der genau diese Zeit beleuchtet, in der Elvis fast keine Studioaufnahmen gemacht hat. Elvis hatte im Mai 63 seine vorerst letzte reine Studio-Session gemacht, die im Januar 64 noch einmal eine Fortsetzung fand. Da wurden aber nur noch 2 weitere Lieder aufgenommen, unter anderem Memphis, Tennessee. Übrigens eine tolle Session im Mai und im Juni 63. Ja, und dann war erstmal Pause. Die nächste Studio-Session von Elvis gab es dann im Mai 66, aufgenommen wurde das legendäre Gospel-Album How Great Thou Art und dazu noch Songs wie Love Letters oder Indescribably Blue.
I'll Remember You war auch mit dabei, all das im Mai 66 aufgenommen. Und dann haben wir erst wieder im September und im Januar, also September 67 und Januar 68, eine weitere Studio-Session. Was hat Elvis in der Zwischenzeit gemacht? Natürlich war er im Studio, aber er hat eben reine Soundtrack-Aufnahmen gemacht, die wir hier mal nicht zählen, sondern nur die reinen Studio-Sessions für Songs, für Alben oder für Singles. Wir beginnen mit dem Jahr 63, haben da keine Probleme, Top 40 Hits zu finden, und zwar One Broken Heart for Sale, Platz 11, ein Soundtrack-Titel übrigens, You're the Devil in Disguise, ein Platz 3, also ein Top-Hit, und Bossa Nova Baby, ein Platz 8, aus dem Soundtrack zu dem Film Fun in Acapulco. Gehen wir ins Jahr 64, dort finden wir Kissin' Cousins aus dem gleichnamigen Film, ein Platz 12. Dann Kiss Me Quick, eine erstaunliche 34, nur, überrascht mich. Dann Viva Las Vegas aus dem gleichnamigen Film, eine 29. Dann Such a Night, ein Song, der bereits 1960 aufgenommen wurde, ein Platz 16. Dann Ask Me aus dieser Session vom Januar 64, ein Platz 12. Dann in der Weihnachtszeit Blue Christmas, ein Platz 18. Gehen wir ins Jahr 1965, also 63 können wir abhaken, 64 können wir abhaken. Jetzt kommen wir zum Jahr 65. Do the Clam aus dem Film Girl Happy, eine 21. Dann Crying in the Chapel, eine Nummer 3, also ein Top 10 Hit aus dem Jahr 1960. Der auf dem How Great Thou Art Album mit draufgenommen wurde. Dann Such an Easy Question, auch ein Song, der schon zu dem Zeitpunkt 3 Jahre alt war, ein Platz 11. Dann die Single I'm Yours, ebenfalls ein Platz 11. Puppet on a String aus dem Film Girl Happy, eine Nummer 14. Jahr 65 können wir also locker einen Haken setzen. Kommen wir ins Jahr 66. Tell Me Why, ein Platz 33. Dann Frankie and Johnny aus dem gleichnamigen Film, eine Platz 25, die Single. Dann Love Letters, eine Studioaufnahme, vorhin erwähnt, mit einem Platz 19. Dann Spin Out hat es gerade noch reingeschafft, Platz 40 aus dem gleichnamigen Film. Okay, also auch das Jahr 66 können wir abhaken. Jetzt kommen wir ins Jahr 67. Das beginnt mit der Single Indescribably Blue, eine Nummer 33 in den Singlecharts. Und dann haben wir noch im Jahr, dann haben einige Singles gefloppt, und dann haben wir noch Big Boss Man im gleichen Jahr 67, eine Nummer 38. Wir gehen ins Jahr 68, erstaunlich, das muss ich jetzt erwähnen, die Single Guitar Man hat nicht den Einzug in die Top 40 geschafft, erstaunlich, wirklich für diese großartige Aufnahme, aber US Mail hat es geschafft, eine 28, und damit sind wir durch bis zum TV-Special. Die erste Single, die dann wieder zum TV-Special erschien, war If I Can Dream und machte einen Platz 12. Das heißt, die These von Helmut Radermacher stimmt. Wir können also hinter das Jahr 63, 64, 65, 66 und 67 auch hinter das Jahr 68 jeweils einen Haken machen. Elvis hatte jeweils einen, meistens sogar mehrere Top 40 Hits. Also dieses Kriterium ist schon mal erfüllt. So gesehen bin ich mal gespannt, was Helmut dann noch dazu sagt, ob er wirklich bei dem Urteil bleibt. Es war kein Comeback. Ich werde es euch dann am Schluss noch zeigen. Ja, jetzt, wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare. Jetzt wollen wir mal ein bisschen überlegen, wenn das doch mit diesen Charts so war, wie können wir denn dann eigentlich bestimmen, was ist denn eigentlich ein Comeback? Und dazu frage ich jetzt mal in modernen Zeiten die künstliche Intelligenz von ChatGPT. So, mal schauen, was ChatGPT jetzt hier mir anbietet. Sag mir, was versteht man unter einem Comeback eines Pop- oder Rockkünstlers? In der Pop- und Rockmusik ist ein Comeback die Rückkehr eines Künstlers oder einer Band ins Rampenlicht, nachdem sie eine Zeit lang nicht aktiv waren. Das kann die Veröffentlichung neuer Musik, eine Tournee oder vermehrte Medienauftritte umfassen. Ein Comeback wird oft als Neuanfang oder Wiederbelebung der Karriere gesehen. Ja, liebe Freunde, ihr habt gehört, was ChatGPT sagt, was ein Comeback ist. Wenn wir jetzt mal all diese Maßstäbe anlegen, dann können wir, denke ich, zu folgendem Schluss kommen.
Es ist richtig, Elvis hatte in jedem Jahr einen Hit. Das heißt, er war, was die Charts-Anwesenheit betrifft, die ganze Zeit tatsächlich nicht weg. Was aber war, dass er nur fast ausschließlich wahrgenommen wurde als Schauspieler. Das heißt, als Künstler, als Sänger, vor allem als Rock'n'Roll-Sänger, trat er praktisch überhaupt nicht in Erscheinung. Das ist also ein Kriterium, wo wir sagen können, hier ist er aus der öffentlichen Wahrnehmung ausgetreten, würde also dieses Kriterium eines Comebacks erfüllen. Dann müssen wir auch sagen, was die Musik betrifft. Es ist ja so, dass Elvis überhaupt keine Live-Auftritte gab. Das heißt, auch als Live-Künstler war es tatsächlich ein Comeback, denn Elvis trat ja zwischen 1961 und dem TV-Special 1968 überhaupt nicht öffentlich auf, sondern war nur in Filmen zu sehen. Also auch hier können wir sagen, es handelt sich in diesem Bereich definitiv um ein Comeback. Was wir noch sagen können, sind die TV-Auftritte. Elvis hatte seinen letzten TV-Auftritt im März 1960, ausgestrahlt im Mai 1960 mit der Welcome Home Elvis Show von Frank Sinatra. Dann war bis 1968 von Elvis kein Fernsehauftritt zu verzeichnen. Also auch hier handelt es sich um ein Comeback. Wir können also sagen, in mehreren Bereichen handelt es sich mit dem 68 Comeback Special tatsächlich um ein Comeback. Aber, und hier müssen wir jetzt mal schauen, müssen wir Helmut Radermacher recht geben, Elvis war in der ganzen Zeit aber auch nie wirklich weg. Das heißt, das Comeback bezieht sich nicht darauf, dass keiner mehr wusste, wer Elvis war, sondern es bezieht sich darauf, dass man Elvis wieder neu entdeckt hat als das, was er ursprünglich mal war und das, was er ursprünglich gemacht hat. So gesehen handelt es sich um ein Comeback. So, aber wir wollen nicht zu philosophisch werden. Jetzt am 13. November startet die Doku auf Netflix und ich bin schon mal sehr gespannt, denn das Special hieß ja ursprünglich Singer Presents Elvis. Und wie das 1968 bei der Ausstrahlung, da war ja von Comeback überhaupt keine Rede, wie das 1968 im amerikanischen Fernsehen angekündigt wurde, das schauen wir uns jetzt mal an. The following program is brought to you in living color on NBC. Singer presents Elvis, starring Elvis Presley in his first TV special, his first personal performance on TV in nearly 10 years. Brought to you by Singer, maker of the world's finest sewing machines and other fine products for home and industry. What's new for tomorrow is at Singer today. Who's the gift for? Shh. Who's it for? It's a gift for me. A record album. A special stereo album. Singer Presents Elvis. It's only $1.95. And you can get it only at your Singer Center. You've got to hear it. Elvis sings Flaming Star, Nightlife, and 8 other great songs. There's just one to a customer at $1.95. Know something else? You'll find a great selection of Elvis Presley hits exclusively on RCA Records in the record department of your Singer Center. And that's where they have this one, Singer Presents Elvis. It's really a swell gift. For yourself. You couldn't possibly forget this special stereo record offer. Singer Presents Elvis. It's only $1.95. Only at your Singer Center, and only great for gifts that people really love to get. Make one stop at one shop, your nearby Singer Center. You'll see why they say. What's new for tomorrow is at Singer today. Ja, soweit die Ankündigung von 1968. Jetzt, wie sieht es denn eigentlich aus? Was erwartet uns in der Netflix-Doku, die jetzt die Woche kommt? Ich bin genauso gespannt wie ihr. Es gibt einen fantastischen Trailer. Es sind also wirklich auch spannende Gäste, die in der Doku zu Wort kommen. Natürlich Priscilla Presley, die ehemalige Ehefrau von Elvis Presley. Dann wird Jerry Schilling zu Wort kommen. Es wird aber auch jemand zu Wort kommen wie Bruce Springsteen, also ein Top-Rock-Künstler der späteren Generation zugegeben, der aber schon immer sich als Elvis-Fan geoutet hat und als leidenschaftlicher Elvis-Fan bezeichnet hat.
Ja, liebe Freunde, ich persönlich finde, es war ein Comeback und ich finde auch, es war einer der großartigsten Auftritte von Elvis Presley, die wir überhaupt je erleben durften, und ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, nicht nur die Netflix-Doku anzuschauen, wir wissen ja nicht, was uns erwartet, sondern vor allem sich die Originalshow zu geben. Die findet ihr auf YouTube, ihr findet sie auf Blu-ray, ihr findet sie in zig Veröffentlichungen. Wer sie noch nicht angesehen hat, wobei ich kaum glaube, dass es Elvis-Fans gibt, die das nicht kennen, aber wer weiß, wer es noch nicht gesehen hat, der möge bitte unbedingt reinschauen. Man muss es gesehen haben. Elvis im schwarzen Lederanzug. Elvis singt seine großen Hits. Einen Aspekt müssen wir noch beleuchten, die Setlist der Show. Es gab ja ursprünglich, das ist auch bekannt, ganz andere Ideen. Colonel Tom Parker wollte eine Weihnachtsshow haben, Steve Binder hat gesagt, nein, wir machen definitiv keine Weihnachtsshow, denn das, was soll das bringen? Das ist eine einmalige Show, die ist aus und bringt überhaupt nichts. He hands me a 1/4-inch audio tape designated to give to all the disc jockeys in America as Elvis's gift, Christmas gift. And what it is, it's Elvis singing about 20 Christmas songs. Well, I knew instantly this is not something I want to do. Und das muss man ja auch wissen, dass es insofern eine spannende Entscheidung war, dass NBC diesen Weg mitgegangen ist, denn diese Weihnachtsshows, die man aufgezeichnet hat fürs Fernsehen, übrigens, wie man sagt, das ja auch heute noch macht, selbst im deutschen Fernsehen, die werden ja aufgezeichnet und werden x-mal wiederholt, nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das Jahr drauf, oft noch 2, 3 Jahre, 4, 5 Jahre später kann man diese Shows noch sehen. Das heißt, für NBC hätte es durchaus einen Charme gehabt, ein Elvis-Weihnachtsspecial mit Weihnachtsliedern zu drehen und es dann immer wieder auszustrahlen. Trotzdem war man bereit, den Weg von Steve Binder mitzugehen, den progressiven Weg, der gesagt hat, nein, wir wollen einen Elvis Presley zeigen, der der Welt was zu sagen hat, der King des Rock'n'Roll ist und das er in den letzten Jahren eben nicht gezeigt hat. Und das wollen wir in Szene setzen und dann eben so großartige Dinge gemacht hat, wie diese Sit-Down-Shows, wo Elvis im kleinen Kreis sitzt und sozusagen mit seinen Freunden, mit seiner Entourage aus den früheren Tagen, ist ja Scotty Moore dabei, DJ Fontana, eine Art MTV Unplugged, ja, bloß viele Jahre vorher hier inszeniert, und das ist natürlich großartige Auftritte. Die ursprüngliche Setlist für die Show war jedoch eine andere. So sollte zum Beispiel gleich in der Anfangssequenz der Song kommen, A Little Less Conversation. Dazu hat extra NBC angefragt, ob man von MGM die Rechte für diese Musik bekommt, denn das war ein Filmlied, das in dem Film Live a Little, Love a Little verwendet wurde, und da lagen die Rechte in dem Fall bei MGM. Und Colonel Parker sollte sich hier dafür einsetzen, dass man diesen Song verwenden darf. Und die zweite Idee, die ursprünglich geplant war, aber auch verworfen wurde, war, dass die Show endet mit I'll Be Home for Christmas, also mit einem Weihnachtslied. Nun bestand man aber bei NBC trotzdem auf das Weihnachtslied, und es kam auch, ihr kennt die Geschichte alle, nicht nur ein Lied, sondern sogar 2 Lieder. Elvis hat hier im Special gesungen Blue Christmas, was auch im Special dann zu sehen war, und noch Santa Claus is Back in Town, was man aus dem Special allerdings rausgeschnitten hat. Ja, soweit, so gut. Jetzt wünsche ich euch eine spannende Erfahrung, wie mir auch diese Woche auf Netflix. Wer von euch kein Netflix hat, kleiner Tipp, ihr könnt auch ein Probeabo abschließen, einen Monat, und wer es dann nicht behalten möchte, einfach wieder kündigen, das geht, kann man machen, wenn einem das wert ist. Ansonsten, vielleicht gibt es einen Review von mir, weiß ich noch nicht, die Planungen sind noch offen, ob es sich lohnt, darüber ein Review zu machen, werden wir sehen. Ich danke auf jeden Fall für euer Interesse, freue mich auf eure zahlreichen Kommentare, wünsche euch eine schöne Zeit, bis nächste Woche, ciao und servus, euer Gerd, long live the King. Insofern, aber Comeback, man nennt es so, und es war auch gelungen. Absolut. Das 68 Comeback Special von Elvis Presley wird tatsächlich als eines der berühmtesten Comebacks in der Musikgeschichte betrachtet. Nachdem Elvis in den Jahren zuvor vor allem in Filmen mitgespielt hatte und musikalisch weniger präsent war, markierte dieses TV-Special seine kraftvolle Rückkehr zur Live-Musik. Es zeigte ihn in Bestform und leitete eine neue Phase seiner Karriere ein.